So, und damit hallo und herzlich willkommen zum Diablo 4 Entwickler Livestream. Wir gucken uns das Ganze heute mal wieder gemeinsam an und schauen mal, was uns die Entwickler von Diablo 4 heute so kredenzen werden. Was auf dem Plan steht, wissen wir ja schon. Es soll einmal um die Seasons gehen, es soll um kosmetische Gegenstände gehen und um den komplett optionalen Battle Pass, also den wir bezahlen müssen. Das sind, wie ich finde, ein paar recht interessante Themen, die Blizzard da heute im Livestream besprechen will, weil sie vielleicht auch noch mal so ein bisschen zeigen, wo die Reise hingeht, was Diablo 4 und insbesondere die Mikrotransaktionen angeht. Denn zum einen würde ich gerne wissen, ne, was gibt es für kosmetische Gegenstände, wie sehen die aus? Vielleicht sogar, wobei ich glaube nicht, dass das heute thematisiert wird, vielleicht sogar, was kosten diese Sachen? Also wie sehr werden wir da zur Kasse gebeten? Die Seasons finde ich auch noch mal ganz interessant. Also wie unterscheiden sich die Seasons im Vergleich zu den beiden Vorgängern? Ist mit Sicherheit auch noch mal eine spannende Sache. Setzt man da auf ein ähnliches Prinzip wie zum Beispiel bei Diablo 3 oder denkt man sich da was ganz Neues aus? Und vor allen Dingen auch, das finde ich auch sehr interessant, wobei es ja mehr oder weniger fast schon klar ist, wie sieht's mit dem Battle Pass aus? Also ist der Battle Pass an die Season geknüpft, wovon ich schwer ausgehe? Und was beinhaltet der Season Pass denn letzten Endes jetzt? Im Vorfeld wurde ja bereits gesagt, boah, Prost. Im Vorfeld wurde ja bereits gesagt, dass der Season Pass nur kosmetische Inhalte beinhalten wird. Also nichts, was in irgendeiner Form Richtung Pay-to-Win oder ähnlichen Geschichten geht. Und ich bin gespannt, ob Blizzard da Wort hält, weil in der Vergangenheit, Diablo Immortal, ich höre dir trapsen, hat Blizzard ja bereits bewiesen, dass Pay-to-Win bei denen auch ganz gut geht. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie man das Ganze jetzt bei Diablo 4 handhaben wird. Es wird ja einen Battle Pass geben, oder einen Battle Pass, ich spreche es immer scheiße aus, Battle Pass natürlich, ähm, der für alle Spieler zugänglich ist, also ein gratis Battle Pass. Der soll auch Dinge beinhalten wie Erfahrungsboosts etc. und dann eben die Bezahlvariante, die uns optische Items gibt. Das erinnert so ein bisschen an Call of Duty oder eben auch Battlefield. Da fährt man ja ein ähnliches Prinzip. Nehmen wir Battlefield, da haben wir einen Battle Pass, wo alle paar Level, wenn ich mich jetzt nicht irre, vielleicht alle 5, ein Item dabei ist, was jeder erwerben kann. Also jeder levelt sozusagen den Battle Pass, egal ob er ihn bezahlt hat oder nicht. Die Items bekommst du nur oder die optischen Gegenstände bekommst du nur, wenn du bezahlt hast. Allerdings kommt alle 5 Level dann ein Erfahrungsboost oder vielleicht sogar mal ein kleines optisches Item und das bekommen dann eben alle. Ich denke mal, dass es bei Diablo ähnlich laufen wird. Also entweder die Variante oder eben die Variante, dass es wirklich einmal einen Gratispass gibt und dann eben diesen Bezahlpass, den man optional separat dann levelt. Ich tippe aber tatsächlich eher auf das Prinzip Battlefield beziehungsweise COD, dass eben ein Battle Pass existiert, wo alle 5 Levels dann ein Item dabei ist, das dann alle Spieler abstauben können, egal ob sie bezahlt haben oder eben nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Das Ganze hier passiert ja jetzt auch kurz vorm Server Slam Wochenende. Das steht ja auch vor der Tür. Da geht's Freitag los. Da werde ich natürlich auch wieder dabei sein, werde auch streamen und so weiter und so fort. Könnt ihr euch also schon mal im Kalender markieren. Werde ich auch noch früh genug preisgeben, wann das Ganze losgeht. Und dann können wir hier ein bisschen Spaß haben. Die Wolf schreibt gerade, COD hat Battle Pass umgestellt. Du musst dir Token verdienen. Okay, dann nehmen wir als Beispiel den Battle Pass von Battlefield. Also ich denke, dass es in die Richtung gehen wird, dass du den Battle Pass eben
levelst wie dein Charakter, dadurch, dass du spielst, Erfahrungspunkte verdienst etc. Dadurch steigst du im Battle Pass auf, wirst dann wahrscheinlich auch 100 Level haben, die du durchspielen kannst. Und pro Level gibt es dann einen Gegenstand. Und ich vermute einfach mal, dass es so sein wird, dass eventuell dann alle paar Level ein Gratis-Item sozusagen dabei ist, das dann alle kriegen. Und da werden dann vielleicht eben Dinge drin sein wie ein Erfahrungsboost oder so, weil ich glaube, es wäre für die Reputation von Blizzard nicht so schlau, wenn sie hinter einer Paywall sowas wie Erfahrungsboosts verstecken. Die Frage wird halt tatsächlich sein, wenn wir davon ausgehen, dass eine Season 3 Monate dauert, ob der Battle Pass dann daran geknüpft sein wird, eben an diese 3 Monate. Man muss da ja auch immer so ein bisschen, und vor allen Dingen vielleicht auch, wie schnell level ich diesen Battle Pass, weil du musst ja die gute Balance finden zwischen Hardcore-Gamern und Casuals. Also auch jemand, der nicht jeden Tag 4 Stunden am Apparillo sitzen kann und daddeln kann, muss ja die Chance haben, wenn er für einen Battle Pass bezahlt, trotz alledem in dem Zeitraum des Battle Passes sich die Items auch zu erspielen. Auf der anderen Seite kannst du aber die Hardcore-Gamer nicht vor den Kopf stoßen und das Ding so offen gestalten, dass die es nach 3 Tagen durchhaben. Wobei es wird Verrückte geben, die werden es so oder so ähm, nach kürzester Zeit wahrscheinlich komplett freigespielt haben. Ja, es sind jetzt noch knapp 8 Minuten, dann geht das Ganze hier los. Wie gesagt, Server Slam Wochenende sind wir dabei, da machen wir auf jeden Fall mit. Wahrscheinlich am Server Slam Wochenende werde ich auch den Schlecki-Merch launchen. Mal schauen. Behalte da mal den Kanal im Auge. Es ist auf jeden Fall alles in den Startlöchern mit Hoodies, mit T-Shirts und allem, was man so haben möchte, wenn man denn da Bock drauf hat. Ich denke, das wird am Wochenende kommen. Ansonsten hoffe ich, ihr habt eure Getränke parat. Ich habe mir auf jeden Fall was zurechtgestellt. Und ich bin gespannt, was uns gleich erzählt wird. Wenn euch das Ganze hier natürlich Spaß macht, wie immer, gerne einen Daumen da lassen, das würde mich sehr freuen. Supportet den Kanal natürlich ungemein. Wer Bock drauf hat, kann natürlich auch immer noch eine Kanalmitgliedschaft erwerben. Da wird es jetzt in Kürze, warte mal, die sabbeln da schon. Da wird es in Kürze auf jeden Fall auch wieder ein Video geben. So, wir schalten mal eben ganz kurz um auf nicht das aus, das aus. Da geht's nämlich auf jeden Fall schon mal los. Aber das ist, ja, das ist der Trailer, den wir schon kennen. Den lasse ich trotzdem mal hier im Hintergrund bei angenehmer Lautstärke laufen. Das Ding kennt man schon. Damit stimmt man uns jetzt wieder auf den Entwickler Livestream ein. Haben sie beim letzten Mal ja auch schon so gemacht. SchleckiLolli? SchleckiLollis wird es nicht geben. Also merch-technisch wird es 2 Hoodie-Varianten geben, T-Shirts, Tässchen, eine Buddel, ein Beanie und haben wir noch was? Ich glaube, das war es erstmal. Ich will generell erstmal gucken, ob da überhaupt jemand Interesse dran hat. Aber wahrscheinlich am Wochenende könnt ihr euch das Ganze angucken. Hieß es nicht, dass der Battle Pass so lange braucht, wie man bis Level 70 braucht? Irgendwo, ja, das hatte, wie heißt er denn noch? Einer von den Entwicklern hatte das, glaube ich, auf Twitter mal geäußert. Muss man in der Praxis dann tatsächlich sehen. Wie gesagt, vielleicht gehen sie da ja auch gleich nochmal ins Detail und geben vielleicht eine Spielzeit an. Sowas ist natürlich auch immer ganz schwer zu pauschalisieren. Also du kannst natürlich nicht pauschal sagen, ne, man braucht 50 Stunden, um den Battle Pass komplett zu leveln. Das kommt auch immer ein bisschen auf die Spielweise an. Ist ja bei allen Spielen so. Ist auch bei einem Battlefield zum Beispiel nicht anders. Also wir schauen mal, was gleich kommt. Allzu lange dauert es nicht mehr, 5 Minuten. Ich denke mal, wenn der Trailer hier durchgelaufen ist, oder das kleine Video hier, dann sollte es auch mit dem Stream losgehen. Hoodie klar, aber nur 3XL. Gibt es alles. Buddel und Täschchen sind sowas von sicher gleich bestellt. Tässchen. Ja,
Die Buddel war nicht ganz uneigennützig, dass ich die mit aufgenommen habe. Kann ich, glaube ich, gut fürs Wandern brauchen. Ja, ich mache mich natürlich gleich wieder ein bisschen kleiner unten in die Ecke rein, wenn es dann losgeht, damit wir auch mehr von dem Bild sehen können. Dann mache ich auch den Stream natürlich lauter, also den von Blizzard, damit wir da auch gut zuhören können. Und dann darf man gespannt sein, was die Entwickler heute aus dem Hut zaubern. Überraschungen wird es nicht geben, wurde jedenfalls nicht geteased oder angekündigt. Von daher mal schauen. Was ja mittlerweile bekannt ist, hatte ich beiläufig gelesen, dass Schlecki-Actionfigur kommt vielleicht noch. Dass das Spiel ein bisschen früher erscheint. Also die hatten ja als generellen Tag den 6.6. oder den 2.6. angegeben. Das aber nur, damit es eben weltweit alles auf einen Nenner kommt. Es ist jetzt so, dass in bestimmten Ländern, je nach Zeit, das Ding sogar schon kurz vor dem 6.6. erscheint, also in der Nacht. Bei uns wird es so sein, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass die Server, müsste ich jetzt allerdings tatsächlich nochmal nachgucken, ich glaube um 1 Uhr nachts geht es bei uns dann los, allerdings am 6.6. Also profitieren wir nicht von den verschiedenen Weltzeiten. Im Sinne davon, dass wir vielleicht schon am 5.6. um 22 Uhr oder so daddeln könnten. So, jetzt dürft ihr auch langsam anfangen. 3 Minuten haben wir noch. Das heißt, heute muss ich nicht allzu lange irgendwelche Warteschlangen kommentieren. Das ist schon mal ganz schön. Auf jeden Fall an der Stelle nochmal Hallo an alle, die dabei sind. Schön, dass ihr euch das Ganze wieder mit mir gebt. Freue ich mich sehr drüber. Ich werde wieder mein Bestes geben. 1 Uhr ist korrekt, siehste. Ich werde wieder mein Bestes geben, euch ein bisschen meiner Meinung dazu zu geben und das Ganze, ja, so gut ich kann ins Deutsche zu übersetzen, was die Entwickler da so sabbeln. Genauso wie wir es beim letzten Livestream gemacht haben. Schauen wir gleich einfach mal, was da so kommt. Das hier übrigens auch immer noch sehr faszinierend, wie ich finde, dieses Paragon-Board, das echt so krass umfangreich aussieht. Erinnert mich ein bisschen irgendwie an Path of Exile, von der, wobei das ist echt krass, das mit dem Drehen. So von den Möglichkeiten, die man da einstellen kann. Und diese Idee, Teile des Boards zu drehen, finde ich wirklich total krass. Ich bin gespannt, wie das in der Praxis sich dann auswirken wird. Bisschen was zu den Reittieren haben wir ja jetzt auch gesehen, da habe ich ja auch ein Video auf dem Kanal gemacht. Eigentlich nur hatte jemand kommentiert und das fand ich sehr treffend, so okay, als Reittier gibt es ein Pferd mit 16 oder 17 verschiedenen Skins, jedenfalls das, was sie gezeigt haben. Das trifft es schon ein bisschen, aber die Entwickler haben ja so beiläufig auch gesagt, es wird eben diese Reittiere, also diese Pferde und andere geben. Von daher tippe ich immer noch ein bisschen darauf, dass wir eventuell auch auf, was weiß ich, auf einer riesigen Echse oder sowas reiten werden können. Da darf man auch gespannt sein. Weißt du zufällig, wann das Game für Early Access in DE verfügbar sein wird? Wenn 1 Uhr nachts die korrekte Uhrzeit ist, dann ist es im Early Access am 2.6. um 1 Uhr nachts offen. Der Schleckomancer. Oh, Andreas, Mitglied seit 7 Monaten. Krass. Danke für die 7-monatige Mitgliedschaft. Da kommen wir ja schon wieder in Zugzwang. Wie gesagt, für Kanalmitglieder mache ich ja immer den Schlecklog exklusiv quasi, wo ich so ein bisschen über die Sachen schnack, die ich momentan zock und schau und was ich mir für Nerdkram wieder geholt habe und so. Und wie gesagt, ich denke mal, nächste Woche kommt der nächste Schlecklog. Also wer auf sowas Bock hat, kann natürlich auch gerne Kanalmitglied werden. Gibt's auch ab jeder Preisstufe natürlich frei. So, und jetzt sollte es dann auch losgehen. Ich drehe mal laut. Mach mich mal ein bisschen klein. Und verschwinde mal kurz.
presentation. Hey guys, how's it going? My name is Adam Fletcher. I'm the community lead for Diablo, and we are here for the next Diablo 4 developer update live stream. And I'm joined by this wonderful panel of people. So you're overstating it, but I'm overstating it, but yeah. Rod Ferguson, general manager of all things Diablo. Joseph Pipora, I'm the associate game director for Diablo 4. Kegan Clark, director of product for Diablo's live service. Awesome. Ja, damit haben wir ja alle wichtigen Leute zusammensitzen. There's a lot of stuff, obviously, going on with Diablo lately. I mean, Really? I'm not sure if you've Nothing heard. going on. I thought didn't you just get back from vacation? No, you didn't. Did I? I was in Chicago like a couple of weeks ago. Now I'm just lost all track of time. But we. So, ich habe sie ein bisschen lauter gemacht. Die sind allerdings generell sehr leise. 3 weeks. I think I've lost all the track launch? of time. 3 weeks till early access. 22 days. 22 days. Oh, look, we have a wonderful See you countdown. later. 21 Tage noch. Exactly. Dann geht's los. The early access actually starts. So if you actually have early access with a deluxe version or ultimate version of Diablo 4, you will be able to play here in a little over 3 weeks, which is pretty insane to think about. It's wild to imagine having worked in this game for such a long time and then finally be able to see, like, we're 3 weeks away. You know, it's like it feels like, oh, we're 2 months away. We're 3 months. Constantly, it's just like, oh my God, I can't believe it's finally here. It's almost time to play Diablo 4. But you know what we could do before launch to play Diablo 4? Play server slams. Hey, there you go. No, well, I was like, Ich versuch's mal ein bisschen lauter zu machen. Throw it to be a little bit more or something like that. I couldn't throw it any harder. But This isn't a bit, guys. We're just bad guys. This is live, by the way. So yeah, we actually do have our Diablo 4 server slam. It starts on May 12th. It goes through the 14th. It's another opportunity to play Diablo 4 before the Ja, launch. of the Server game. Slam, It's free. wissen wir alles. Us a Vom ton. 12. bis zum Make sure 14. you Mai. join this weekend. There's a lot to do. Soweit You so can bekannt. actually start the early download here after this stream at noon today. So Okay. we'll actually have early download available, and players can download on Battle.net, on Xbox and PlayStation. Also, If you already nach dem have the Stream- beta client, the beta Moment. client from the prior betas that we had Wird's nur beforehand, geupdatet. Genau, also we'll direkt actually nach start dem Stream auto-updating and geht include der Preload then los. Da or könnt ihr das ganze Ding if schon this mal is the first vorab server, downloaden. we'll have the Wenn du noch den alten Client auf dem Rechner oder auf der Konsole hast, kannst du es drauf lassen und dann wird's geupdatet. All new characters, you're starting from level 1. Genau, allerdings gab es natürlich einen Server-Wipe. Das bedeutet, alle eure Charaktere aus den vorherigen Betas sind natürlich gelöscht. Also ihr müsst komplett bei 0 anfangen und könnt dann wieder dieses Mal bis Level 20 leveln. Change some of the dungeon flows as you're going through the maps. We have a lot more smiley faces and fewer frowny faces as you're progressing through. We've done some balance updates for classes to kind of like adjust based on like data we saw as we're looking at like how players were actually playing and like kind of reviewing how things Okay, work. der Client ist auf jeden Fall geupdatet. Gibt ein paar Balance-Updates für die Klassen. Es gibt auf jeden Fall noch, was die Drop-Rate angeht, gibt es ein paar Anpassungen, gerade was die Unique-Items angeht. Und das Ganze wird dann ungefähr oder ziemlich genau auf dem Stand sein, den auch die Release-Fassung hat. Server Slam will actually prove to be a little bit more challenging because the level cap is lower. It's not 25, it's 20. So you max it at 20, so you have essentially 5 less skill points to play with. And legendaries aren't going to be raining from the sky the way they were during the beta. So, you know, we have this notion of getting to level 20 to get your wolf pack, and also to try to take on a Shava. But like a Shava is going to be more challenging than last time because of that. Okay, auf jeden Fall wird der Server Slam schwieriger werden als die anderen beiden Betas. Einfach aus dem Grund, weil wir 5 Level weniger haben zu leveln und dementsprechend auch 5 Fähigkeitspunkte weniger oder Fertigkeitenpunkte weniger haben, um sie zu verteilen. Und es regnet halt nicht mehr unique, also keine epischen Items mehr. Die sind jetzt wesentlich seltener, was wiederum bedeutet, wenn wir uns in den Kampf mit Ashava schmeißen, dann wird es definitiv härter als noch in der Beta. Allerdings wird es jetzt für alle, die dieses Wolfpack und so noch nicht haben, wird es natürlich ein bisschen einfacher, weil ihr nicht mehr bis Level 25 leveln müsst, sondern nur noch bis 20 und dann bekommt ihr das auch für das Release-Spiel. We play Rogue. I really like high mobility classes. So like, you know, I want to zip around. Rogue is that. Sag mal, du spielst vieles mit Gamepad, warum nicht Diablo? Aus nostalgischen Gründen wahrscheinlich. Ich spiele das ja seit
seit dem ersten Teil und immer mit Maus und ich glaube, das könnte ich nicht mit Gamepad. But Necro this time. I wanted to hit all 5. I didn't have time to get all 5 this time. But this round, I want to try to get my Necro up. And Okay. Adam? Ooh, I don't know. I'd probably say Necromancer this time. Yeah, I did Druid and Rogue last time. Also jetzt geht es so ein bisschen darum, was sie im Server Slam spielen wollen. Der Necromant, der Totenbeschwörer ist auf jeden Fall sehr beliebt scheinbar. Also ich muss mal schauen. Ich werde entweder den Druiden oder die Zauberin nehmen. So hard in the main game that I don't want to I want to save that. So I'm gonna go Druid in the slam, I think. Saying Necro is a verb. It sounds like you're talking like a thread form somewhere. Okay, auf jeden Fall zweimal Totenbeschwörer, einmal Druide bei den Jungs hier und dem Mädel. All the time here. It's not my fault that it's the best class. I didn't design the game. You did. All the time. It's my fault that Necro is the best class. Listen, folks. We're playing Barbarian Launch. Okay? That's the truth. Okay. No, like all the classes are super fun. They all have like interesting and different overpowered mechanics. That's just the way that we want to kind of go about class generation for Diablo 4. Okay. Yeah. So, and just a reminder, like I said beforehand, because we have Server Slam this weekend, and then we're a little over 3 weeks from early access. The deluxe and ultimate versions are available for pre-order for those to get early access for the 4 days or 4 to maybe 5 days, a little bit early, like depending on where you live. Ja, er erwähnt es auch gerade nochmal. Also der Early Access zum Release und auch der Release, je nachdem in welcher Region du wohnst oder lebst, ist der Start natürlich der 2. bzw. 6. oder aber bei manchen, je nach Region, schon auch der 1. oder der 5. Aber da fallen wir raus. Also bei uns ist der 2. und der 6. You can play with others on console or PC, and your progress carries over no matter where you are. But that's also true for things like the rewards and the incentives. So, as an example, if you were to play Server Slam on Xbox, as an example, or PlayStation, and you earn the rewards for the Beta Wolf Pack or the Cry of Okay, also er geht jetzt nochmal darauf ein, dass du später und natürlich auch jetzt mit den Belohnungen, die man bekommt, zwischen den Plattformen switchen kannst. Das heißt, wenn du das Ding auf dem PC kaufst und nebenbei noch eine Playse zu Hause stehen hast und es dir da auch holst, kannst du deinen Charakter zwischen den beiden Plattformen hin und her switchen. Bedeutet auch, wenn du jetzt den Server Slam auf PC spielst und dir das Game dann später auf der Playse holst, bekommst du aber auch auf der Playse, sofern du ihn verdient hast, in der Beta das Wolfpack. That was an excellent job at fine print. You did the fine print beautifully there with a little asterisk caveat on that. Thank you. The lawyers have asked me to say that you only get early access on the platform. I've answered that question many times for the last couple of months. So, but we do have a lot to talk about today. I think one of the biggest things that we've been hearing from the community is the discussion around seasons and how they will work. Jetzt gehen wir ins Eingemachte. Jetzt geht's zuerst um die Seasons. Ich bin sehr gespannt. I'm hoping you remember why we're here. I don't read any of this. I don't read that, man. But as we all know, like seasons are a big part of Diablo itself. You know, we have seasons in Diablo 2, seasons in Diablo 3. Season 4 on May 4th for Diablo 2 Resurrected. Genau. And we're still Season 28 on Diablo 3, so rocking that out. So, yeah, also Diablo 3 mittlerweile Season, was hat er gerade gesagt, 23 oder 28, viele Seasons. Diablo 2 Resurrected, Season 4 gerade gestartet. I guess Rod too. No, I'm just here to interrupt their flow and annoy them. That's my job. But Joe, how do seasons in Diablo 4 work? Adam Fletcher, thank you so much for asking me. I'd love to talk about this for a bit. So let's talk about seasons. All right, so we're gonna have a helpful infographic to show you in just a second, but let me talk to you about seasons as a general rule. Now, as we're thinking about Diablo 4 and the launch product of the game, we are trying to make sure that we've got a really great experience that players are going to be able to enjoy for their first, character playthrough of the campaign and have an excellent experience. Seasonal content or post-launch contents can be es ist so gedacht, der erste Charakter, den du spielst, der soll natürlich dafür da sein, dass du die Kampagne genießt und Spaß hast. Wenn es dann aber ein bisschen weitergeht, dann schlagen natürlich die Seasons ein, weil das ist natürlich nochmal was einen immer wieder motiviert, eben auch nochmal zu zocken. So when we're thinking about seasons in Diablo 4,
we start off with thinking about a theme, the seasonal content of that season. So we're going to have 4 seasons a year, 1 per quarter, and each of these are now really strong Seasons im themes Jahr, associated with also them. pro Quartal And this theme eine, is gonna und die basically Seasons inform sollen things dann we want to do with themenbasiert with all the sein. content within the season, with things that might be appearing in the battle pass, things in the seasonal quest line, things associated with like the new gameplay mechanics we'd be adding as part of that season. We really want to make sure these things feel like they're connected in one coherent experience for players when they log in and they play during the season. Right. Yeah. And so as part of that season then, Es soll to auch alles carry so that ein theme bisschen forward, you're going to want to probably ineinander have some sort greifen. of Also context or narrative around themenbasierte the season. Seasons, Yes, that's absolutely right. die So that leads us to ineinander the seasonal quest greifen line. mit dem Battle So one of Pass, the mit neuen questions I see get asked, Gameplay-Mechaniken und either so like weiter. online or occasionally we'll see in like, you know, Mit like einer various dann chat auch channels. It's just that, saisonal, like, how are we thinking about story also eine as Season with Questline regards to like the sozusagen. live service, and how are we extending the story of Diablo 4? And there's kind of like 2 approaches to the way that we're looking at things. With regards to seasons, we're not going to be using this as an opportunity to expand upon the campaign story of Diablo 4. Right. You know, the campaign story of Diablo 4, featuring like an Arius and Lilith and the events of the Wanderer, those events are really going to be told over the course of our expansions, our post-launch expansions. We're Okay, not talking also die specifically about Hauptstory today. um You know, but that's Lilith really where und Co., the high-level die narrative of wird Diablo 4 Kampagne will continue to bleiben unfold. und die wird eher But weiter that leaves our erzählt hand in open to really Expansions, interesting also in things Add-ons and etc. So if a season Die is supposed to have like a theme with a gameplay mechanic and Season things associated with it, Storyline. it allows us to have like one really engaging seasonal quest line that manages to deliver on like a self-contained story that's gonna Hat guide the player eine through, eigene like, again, the Story, mechanics also and the eine themes of that themenbasierte season. Story, die zu So, dieser like, these are Season still, passt, like, really big events that are happening in the die world of sozusagen eine Sanctuary, Nebengeschichte where the players can be erzählt. able to like step in the role of the wanderer and like kind of go and help people and like and explore interesting mechanics. Right, so you're not bound. The ideas around the season are not bound by the campaign. You're basically creating quest lines in the open world that can be completely different and completely, Genau. not. Also die Idee dahinter ist eben, dass diese Season Questline, diese Season Geschichte, die die Season erzählt, eben unabhängig von der Kampagne funktioniert, sondern einfach nur eine Geschichte aus der Welt von Diablo erzählt. Yeah, we plan on talking about season 1 after launch. That's right. But let's say for sake of argument that the first Ins season Detail was, zu Season the 1 theme geht was man about erst nach zombies. Launch. Which Und is alles, was No, this eben is a false premise, Kampagne okay? ist, Let's just also say for sake of Hauptstory argument ist, that it wird was dann about zombies in as a Story theme. That means that, like, Add-ons things that become sozusagen in the battle pass weitererzählt. might be related to some like zombie stuff. The season quest line might be about like the rising of zombies throughout Sanctuary. Like that, we try to make sure these things all feel connected. Okay, So, season und wie quest gesagt, line, es soll it alles introduces new zusammenpassen. characters, Wenn man jetzt with als great Season-Thema voice zum Beispiel acting, Zombies hat, memorable quests, wird die experiences to guide the player through the season. Season-Questline That's sich what eben we're auch um Zombies drehen. then that Der also dazu then- passende Battle Pass I'm doing your wird job, actually. zombie-basiert Am I doing your sein job? und so No, weiter. no, Also you're es soll doing great. sich halt Oh, thanks. homogen You're doing anfühlen und ein Thema Thank you for sozusagen daily behandeln, affirmation. so dass I'll get $20 later. das nicht irgendwie random wirkt, sondern dass Sorry, I'm alles just curious. zusammenpasst. Like when you think about the theme, that obviously goes beyond story construct, but also goes into the mechanics, like how you think about gameplay. Yes. Absolutely. And that brings us to the next major thing that I want to discuss, which is fresh gameplay. This is the great. Yes. Okay, also Yes, so auch fresh gameplay. So whenever you see Season obviously we'll be Content introducing wird new frisches story content, Gameplay as already sein. described. And then we want to introduce new mechanics and gameplay for players to engage with over the course of that season. So this comes down to things like just new power for players to earn or ways to experience the growth of their character. Things are going to modify and change the way they're going to want to approach building their character every season. This goes beyond meta changes or like balance and tuning and things like that. It really come down to like just wholesale like new features and things that are going to be available for the duration of that season for players to experience. And then at the termination of the season, when the season is over, these sorts of features are going to be retired to be considered for again in the future if we'd like to. Okay. But for now, we want to Also make sure diese that we're neuen kind of maintaining a certain Gameplay-Mechaniken level beziehen sich so ein of bisschen variety darauf, across the game. dass We're du not kind of eben putting layers mit deiner like Klasse, from deine Klasse distraction völlig neu or spielen Diablo kannst. experience Also sie through wird those neue teams very well. Fähigkeiten und Fertigkeiten we're really sozusagen excited to talk haben, about those a little more in the future, but you can expect, like, was exciting new features and gameplay to über engage with between das monsters, Ändern der mechanics, Meta, also things des for players to Metabilds craft and hinausgeht. do, Also change völlig their gear, or neue just change their skills. Fähigkeiten und So we're really excited Fertigkeiten about that stuff. für die Charaktere, die die then Spielweise when you halt think auch about nochmal komplett seasons like we umkrempeln talked zum about, Teil, when die you look allerdings at, say, zum Diablo Ende 3 der has the Season chapters that you dann go wieder through to get beerdigt those werden. gifts Also and those diese sorts of things. So besonderen there's a Fähigkeiten sense und of Fertigkeiten progression wird es to the wahrscheinlich dann auch season. nur für die We've obviously Season-Charaktere talked about the geben. Battle Pass and Und how wenn that die Battle Season Pass vorbei will be ist, in our dann previous blog ist das and all this Ganze, stuff dann as gibt well. es But it's good to dieses clarify again, Special so when you think Gameplay about eben nicht mehr, not just sondern like, in der okay, I have a nächsten Season seasonal gibt es wieder was narrative, I have a anderes. seasonal mechanic or gameplay hook now, but how do I think about progression within a season?
Sure. So, great question. So, when we're thinking about seasons, we want to make sure we are creating new opportunities for long-term progression. The first version of that we want to talk about really is the season journey, which does make a return from Diablo 3. So, inside the season journey, the player is going to have an opportunity to complete a number of different objectives that are tied to mechanics, story goals, or other things that are happening during the course of the season. I think we might actually have an image for the season journey we can maybe pull up as well. That might help. Okay, jetzt geht es einmal so um die Zombie-Stuff, though, so There's no zombie Season-Reise Yeah. sozusagen. Also wenn man als Beispiel jetzt die Zombies oder so nimmt. Ne, du musst verschiedene Objectives, also verschiedene Dinge abschließen in der Season, um diese Season sozusagen abzuschließen. Das sind dann eben Story-Inhalte oder vielleicht auch diese neuen Gameplay-Mechaniken und so weiter und so One fort. of the big changes that we made as part of the season journey is we've ensured that now players don't need to actually complete every one of the objectives within a chapter in order to advance. They could choose to go back and still complete it. So if I go ahead. Yeah, it's pretty different than if you're a player of Diablo 3 and you're going through season journey. If you remember, like going through each chapter required you to finish every single little bit of it. Also es wird nicht sein, oben sieht man schon, für Kapitel 1 brauchst du 9 Objectives, um Chapter 1, also Kapitel 1 abzuschließen. Es wird aber nicht so sein, dass man eben nur die Sachen, die vorgegeben sind, abschließt, also dass man alles abschließen muss, sondern dass man auch ein bisschen wählen kann. Und zum Beispiel in Kapitel 2 dann auch noch Dinge, wenn ich es richtig verstanden habe, aus Kapitel 1 abschließen kann, um dort eben auch Fortschritt zu machen. Rewards for completing the objectives, and you'll also earn some big rewards at the end of each chapter, where you're going to get like packs of like crafting materials and items, and you can also Wird auf jeden Fall dicke Belohnungen geben, wenn du die Season abschließt. So not just earn through dungeons, you can earn through the journey. A different set of aspects, in fact, will be available through the Codex of Power in this way. And some of the new legendary powers we add in every season will also be made available through this method. So you'll still be able to find them as item drops, of course, but you can start being able to experiment and play with them pretty early on through these drops. And then the last thing I think is worth talking about here is every time you complete one of these objectives, you're going to also be earning favor, which is a kind of an experience system that's used by the Battle Pass. But with that, otherwise, you get like little drops from completing the objectives and big drops of that also from completing the chapters. But when it comes to long-term progression in the Battle Pass, like, Kaken, would you mind maybe walking us through some of how the Battle Pass works? Yeah, absolutely. So I know there's been a lot of questions about the Battle Pass, so let's talk about it today. Also wie gesagt, wird Belohnung geben von Items, so sondern Sachen. this Hier is sehen the wir jetzt zum Seasons ersten Mal den tab. Battle And Pass. this Und is das ist gonna be, genau so, wie ich the gesagt hub habe. for all Man sieht es things da unten, also Seasons. eigentlich wie Under in that Battlefield. top secret Ihr seht, label, auf Stufe you 11 can zum see Beispiel the gibt es einen Season Free Journey, Reward und auf 12 and auch. then at the Das sind bottom dann here eben you die can Sachen, die see jeder the actual bekommt, Battle egal Pass. ob du für den Battle And Pass bezahlt what you're hast seeing oder is a eben mix nicht. of the 13 free und tiers and 14 the premium dann tiers wiederum, of the Battle das sind The Premium-Sachen. way that Dazu you müsst ihr den progress the Battle Premium Pass Battle is, Pass like Joe mentioned, gekauft haben, um das zu with, bekommen. by Aber wie man earning sehen favor. kann, And zwischendrin there's two gibt es sources of immer it. mal wieder You Sachen, get it from the die season journey, alle like Joe bekommen. mentioned, Unter anderem but eben you auch, also sieht man da get it gerade from schon auf leveling up and Stufe playing any 15, seasonal character. Ashes. Und das war ja diese Spezialwährung, of the Battle Pass. die There's the free für track, which, kosmetische like the name Items da implies, ist. You don't have to pay for. Everybody has access to that. The premium track, which is roughly $10 US, depending on where you are in the world. And then there's the accelerated track, which is just like the premium track, but it has includes 20 tier skips. It's folks who might have gotten a late start and a special cosmetic, and that one is roughly $25 USD, depending on where you are in the world. Auch sehr interessant. Also but wenn ihr let's den talk a little bit Premium more Battle about Pass the free haben and wollt, premium dann tracks. kostet der in der normalen Version So the free track has $10, 27 also total umgerechnet tiers, 10 and Euro. what you're Dann gibt es noch primarily diesen, getting ich sag mal, from the free Ultimate track are Battle what's called Pass. smoldering Das ashes. ist dann And the smoldering eben ein ashes Battle are gonna Pass, be in like dem the ihr direkt currency die that you ersten use 20 to Level unlock freigeschaltet seasonal bekommt und noch blessings. ein extra optisches Item So the on top seasonal bekommt. blessings are Der wird dann different, ungefähr buffs 25 you can get Euro that kosten. will help accelerate your progress through the season. So you can see, for example, here, plus 3% to XP earned. That's going to help players, level up again, level up multiple characters. And all of these are really just meant to help players through that seasonal progression. Und da sehen wir gerade diese Ashes, die man dort eben bekommen konnte, for free, im Free Pass. Die kannst du dann wiederum in diesen Season Blessings einsetzen.
smoldering ashes. So, for example, if you einen Boost were für level 1 Erfahrungspunkte and zu you bekommen, bought, wenn ihr a Monster bunch of killt, tier skips einen and hadn't Boost, played yet, um you Gold wouldn't zu be able bekommen to und so weiter und access so the fort. smoldering ashes and spend them until you had actually leveled up a character and met those level requirements. And this is to prevent folks from buying a ton of tier skips and keep everybody on a level playing ground. So that is I had a question about that actually. So Yeah. Und da there are sieht no man auch, smoldering also ashes available in hier, the premium track die of the Battle Blessings, Pass, right? wie viele That man is davon schon absolutely correct. freigeschaltet It is, hat. Die Blessings sind dann all the things that sozusagen affect gameplay die are Dinge, only in die the free einen track. boosten, wo man jetzt sagen könnte, So basically, that's- Pay we've said, to win, like, our- wenn man für it's always diese cosmetic Punkte, based, so there's für no- diese you don't- Ashes you can't bezahlen pay for müsste. power Aber die in scheinen Diablo tatsächlich 4 in dem Free because Battle Pass zu sein. as you saw, the- Übrigens, falls the es euch stuff bis that- hierhin the gefällt, season blessings are on the wir free haben gerade track, fast and 200 they have a Zuschauer. level Vielen Dank requirement, so you actually dafür. have to play to get to the Wenn free ihr points. So mögt, Right. gerne keep einen the Daumen level da level lassen, playing würde field. mich sehr freuen. Right. You may ich glaube, not, da geht noch pay ein for bisschen power was. in, Vielen Diablo Dank. 4. So yeah, let's talk about next the premium track. So like I mentioned, $10 USD, depending on where you are in the world. Okay, jetzt And kommen wir this nochmal zu den contains, Premium-Belohnungen. Das waren tatsächlich 63 gerade die total Free-Dinger reward tiers. So you mit den add that to the Ashes, 27 also from die the free Dinge, track, you get the 90 mit denen wir uns einen total kleinen tiers Boost für die in the Season Battle Pass, yes. holen können. Das ist there is dann a in dem ton of Free value Battle in Pass. that, Jetzt premium kommen wir track. zum So you get, Premium Track, also 2 der full Bezahlvariante. armor sets for every class. And they're really themed to the season. They're meant to be like a nice. celebration Das sieht of schon that cool aus. season's theme. And there's other stuff in there. There's the seasonal mount. There's the seasonal Genau, mount armor, es wird which you ein can see here on Seasonal, the also screen. ein And then there's Season just Mount like da a drin bunch of geben im fun Battle other Pass, ein little Season, cosmetics like, eine Season role-playing Mount Rüstung clothing. und das Ganze ist dann For am example, Ende we have like a sozusagen big, so eine Art pair of white bloomers in Set. there. Wenn So du there's lots das of fun Ganze stuff to zusammen hast, find hast du in the eben Battle Pass. das That's what I Season wear when I Set. roleplay. Das ist wiederum Bezahlinhalt. that's Aber actually man muss funny, schon because, sagen, it's also not alleine like- das, was sie not hier necessarily zeigen, das big sieht schon armor nice for aus. things, but just more other stuff if you want to like play a particular role. Like there's Yeah. options for some of that stuff that you'll find. And in you the can free mix track, and match all of it. So, you can create all kinds of ways to express yourself. What's nice Aber du is that kannst you natürlich said dieses there's Set-Teil 90 auch mit anderen 90 Sachen tiers, mischen. Man and muss auch the nicht season alles is haben. 3 Man months. kann es dann so machen, wie So man you will. have Aber so ein quite a lot of komplettes time. Set You sieht have natürlich essentially schon, 120 days to do 90 tiers. muss ich Which sagen, seems gefiel mir gerade schon sehr gut. doable. Das Yeah, sah we schon want it to be mächtig aus. achievable. Yeah, absolutely. Okay, great. I want to call it one thing also, and then we were looking at that image before. There's that top secret label on the left. Yeah. Like that is that is explicitly a link that will bring you to some part of the season journey as well. The only reason it says top secret there is because it's got language in there that I do not want to make sure that anyone is able to read to give away what's happening in season 1. Exactly. Ah, Otherwise, okay. people know what Das they're haben sie doing. also Ja, verdeckt, ja, weil da Not a zombie Season-Inhalte drinne stehen, aus denen dann hervorgehen könnte, wenn man es liest, um was die erste Season geht. Also er hat nochmal gesagt, das mit den Zombies war nur ein Beispiel, aber wäre da das Top-Secret-Logo nicht drüber, dann wüssten wir, das Thema der ersten Season könnte dies und das sein. Yeah, it's nice Also deshalb it's nice das to get a little more information in the Top-Secret-Label. Battle Pass. They're like out there. Right, and so, okay, so we talked about progression. Yeah. Also sie haben nochmal gesagt, ihr Season Pass ist relativ günstig, was auch stimmt. In der normalen Variante mit 10 € ist das, obviously, we're going to get, we're hearing about balance, we're going to be hearing about, hey, how do we improve people's experience based on what we saw in the previous season? Auf Twitch auf jeden Fall. And actually, Dankeschön. before we get into that, if I can interject, I'll steal one of your questions from Q&A. Can I do that? Go right ahead. Oh yeah, all right. So one of the things that comes up, I get a lot on my Twitter feed is around, hey, how do I think about, Diablo 3 seasons, Kagan said it earlier about like your seasonal character, that notion of do I have to re-roll to get into and experience the season and experience the narrative wrapper, to experience the mechanics, to experience the progression. Basically, do I have to start a new character? Yeah, so Okay. Diablo 4 is balanced around the idea of trying to make sure that level up experience from 1 to 100 is really engaging and fun and very punchy when items drop for you, that your power progression feels Also a certain muss way ich as you play. neuen Charakter So you do, erstellen. as a result of that, we do balance around the idea of playing over the course of a quarter character, right? You can play a lot longer than that if you want, absolutely. die Season You want to make zu sure it feels spielen. really good to play inside that 9-day period. We are going to be having players like re-roll and make new characters with every new season and be able to experience the growth of their character over the course of each of those. Und das wird auch so sein. And I Also think you die might have said about sind this, halt talk der really fast. I wanna Meinung, make sure dass it's really gerade der clear. Levelprozess sehr viel Spaß machen soll in Diablo 4. Und deshalb ist natürlich die Idee, wie in jedem anderen Diablo auch, mit einer Season, dass man sich einen Season-Charakter erstellt. Once before you can truly experience the season, right? Yeah, that's true. Actually, there's a couple things that so once you unlock a couple things, you'll have them for your account from that point forward. I can just kind of maybe just Yeah, throw all go right those in ahead. now. Yeah, right? I mean, we get so many questions about it. I think it'd be good if we clear it Yeah, out. sure. So first thing is,
when you complete the campaign on any character, whether you're playing in the hardcore mode of the game or the normal mode of the game, no matter what difficulty of the game that you're playing and you beat the campaign on, from that point forward, every character that you make, you're going to have the option to skip the campaign as part of playing that character. Okay, so das wussten wir schon. Also wenn du einmal die Kampagne durchgespielt hast, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad, und sie abgeschlossen hast, dann kannst du die Kampagne mit jedem weiteren Charakter skippen und kannst einfach frei in die offene Welt gehen. Offene Welt. So just things to think about as you play. So that's the first thing you get as kind of an account level unlock for your character as you play. Right. The second is when you're playing through the campaign, you're going to reach a point in the story where you're going to unlock your first horsey. And when you get your first horsey, horsies. And once you unlock your first horsey, you're then going to have the ability to basically mount up with every one of your characters from that point forward, including characters you might have already rolled at that point. Having unlocked it once, you've got that as an account level achievement effectively for yourself. Okay, erzählt auch nochmal, also es gibt einen Punkt in der Kampagne, wo wir unser Pferd freischalten. Sobald wir mit einem Charakter das gemacht haben, haben wir das Pferd für alle Charaktere freigeschaltet. Das heißt, wenn ihr dann einen Charakter auf Level 1 erstellt, dann hat dieser Charakter direkt auch ein Pferdchen. If I spoiled that moment, then I do deeply apologize, and we should put spoiler warnings on these things. I think they're taking like zombie horses now is theme specific. I think that leans right into that seasonal theme. Yeah, Pivoting. Yeah, absolutely. 3 weeks before lunch. Yeah, sure. Sound off in the comments if you want zombie season. Let's hear it. Okay, so that's the second thing. You'll have access to your mount that you unlock. And then the last thing is that there's as you're playing through as you probably played as part of like the open betas that we've done, and we'll see again in SummerSlam. You'll find these altars of Lilith throughout the world. Server slam. What did I say? Server slam. Okay. Server slam. Completely a slip, everybody. It has nothing to do with SummerSlam. So yeah, during the server slam, wow, I really did, didn't I? So during the server slam, you're going to be finding altars of Lilith throughout the world. And when you collect these, you get two things. One, you'll be getting renown, which is going to be basically used to get a number of different, rewards for your characters on that realm from that zone. So new skill points, new healing potion charges, things like that you've got a chance to see before. Right. But you also get a permanent stat boost, for all characters on your account. One of the main reasons to go after the altars. Yeah, right. But we don't want you to need to necessarily go after them every single quarter to go and collect all of these. We think it's really fun, particularly the first time, to go and find all of these things. Right. So once you get that stat boost the first time, that stat boost is going to apply to all of your characters in your account from that point forward. Spricht jetzt auch nochmal die Altäre von Lilith an, die wir ja überall in der Welt finden können. Da wird es auch so sein, wenn man eine bestimmte Anzahl gefunden hat, kann man dafür ja einen Stat-Boost freischalten. So, und wenn wir diesen Stat-Boost einmal freigeschaltet haben, haben den auch alle Charaktere. Das heißt, man muss nicht jedes Mal wieder diese ganzen Statuen in der Welt finden. Are hidden again, but I still keep all the buffs I got the first time, all the things that are permanent, like the +2 intelligence, +2. God knows I need +2 intelligence, and +2 strength and what have you. But the idea of going and finding an altar to add more renown to the pool to progress, I can still do that. Like absolutely, I can still go find them if I want to. Yeah, and you get a little bit of experience for doing it as well. So yeah, they're still kind of fun to stumble across as part of your regular play experience within a season. You just don't have to get them all again if you don't want to. There's other things you can do instead. Okay, so I think we covered what sticks around. Also sowas wie eben Altäre finden, Kampagnen nochmal durchspielen und so weiter, musst du dann eben nicht mit deinem Season-Charakter machen, weil das hast du freigeschaltet. Wenn du dann das Pferd schon hast, du kannst direkt, fängst natürlich auf Stufe 1 an, aber hast diese ganzen Goodies, sag ich mal, eben schon freigeschaltet, kannst dementsprechend schneller ins Leveling gehen und so weiter. The seasons provide an opportunity for, like you talked about, like all these things. Okay, we have a new quest line, we have new mechanics, we have all this progression, but it's also an opportunity to kind of react to player feedback and also what you're seeing in terms of the data coming in terms of balance or things that maybe we need to smooth out and sand down. Yeah, absolutely. So we know that quality of life. So operating a live service game with Diablo 4 after the game launches and seasons come out, that is going to be basically, it's the best versions of this are always a conversation with the player base as we play and a conversation with the community as we play. So as we're going to be receiving feedback and we're seeing how certain features and content is performing, that gives us opportunities to sort of like respond to that feedback and react to it with updates to the game. Now, things take lead time, so if we see
immediately after launch that there's something that we could maybe make an improvement on. It's tough to like immediately and very quickly turn around like big changes, but we want to make sure that we are carefully iterating to make Diablo 4 the best version of itself that it can be as we go. Yeah, and this is like it brings up to the point like where we just had betas and we literally Da geht es jetzt nochmal so ein bisschen darum, dass sie natürlich ständig an dem Spiel weiterentwickeln, auch während so einer Season auf Balancing-Probleme reagieren, dementsprechend kleine Updates und Patches bringen. Dafür sind eben auch diese Betas im Vorfeld schon gedacht, damit zu Release eben das bestmögliche Spielerlebnis am Start ist. Aber das wird natürlich nach Release auch so weitergehen. To have a game that has seasons all the time and sort of this like having quarterly seasons, you're not like once season 1 launches we start season 2. Like season 2 has to be pretty much like very much in flight. And that's what I think Joe was talking about around the idea that we're going to be as responsive as we can. So if there's a bug, or especially if it's something we can fix on the server, like we'll do things quickly. Yeah. But if there's a big change, it may take a season to get there, just because season 2 is already mostly in the can by the time. Ist ja aber auch nachvollziehbar. Also kleine Dinge, also kleine Sachen, was die Serverstruktur angeht, kleine Fehler oder natürlich auch grobe Fehler, die im Spiel sind. Da können die schnell darauf reagieren und werden auch mit Patches da natürlich nachbessern, um das Ding gepolished zu halten. Große Änderungen, also wenn wirklich da auffällt, ein Charakter ist irgendwie, weiß ich nicht, da funktioniert irgendeine Fähigkeit komplett gar nicht. Sowas kann dann natürlich eine Season dauern, bis man das korrigiert hat. Yeah, so like reacting to bug fixes and other things, that's going to be another really big part of the live service team's job, right? So like everything we're doing within seasons, we want to make sure that we're constantly responding to that kind of feedback from players und so weiter kind of making the game ist better. natürlich the other part of the season is like, der Job des Live-Service-Teams. Aber es kann natürlich sein, dass von Season zu Season auch mal größere Änderungen geschehen, was Charaktere und Gameplay angeht. Yeah, absolutely. I mean, the game is full of hundreds of incredible transmogs, that you'll unlock just by salvaging gear. Okay. And Hunderte Transmogrifikations-Möglichkeiten in Diablo. Sense of like visceral power progression for your character, right. And so they're meant to really like bring that to life, grounded in Diablo's story and its world and its lands. And what the shop offers is a lot of diversity. So like the way that we wanted diversity of like the fantasies that you can also allein das Spiel hat eben schon wirklich eine Menge Möglichkeiten, den Charakter anzupassen, auch mit seltenen, abgefahrenen Transmog-Möglichkeiten, also optischen Möglichkeiten. Im Shop, also dem Echtgeld-Shop, will man eben nochmal ein bisschen mehr Varianz ins Spiel bringen und nochmal abgefahrenere Sachen. Ist ja klar, man will ja auch Geld damit verdienen. A big barbarian that like rips the tongues out of your enemies and puts them on your armor. Very specific. That was very specific. Though that's good. Slightly unsettling, but very specific. Jetzt wäre natürlich schön, wenn die noch mal so ein paar Beispiele zeigen würden. würden. A lot of this like diversity in the types of fantasies, and then you can take all those pieces and mix and match them with the cool stuff that you find in the game to express yourself all kinds of Also sie wollen damit ein bisschen noch mehr Diversität ins Spiel bringen, eben wirklich abgefahrene Sachen. Sie hat jetzt eben als Beispiel einen Barbaren genannt, der seinem Gegner die Zunge rausreißt und sich die dann eben in die Rüstung steckt. Und eben mit den Dingen, die du im Shop kaufen kannst und den Dingen, die du im Spiel findest, kannst du dir dann natürlich deine ganz eigene Rüstung, also Customization, zusammenstellen. Aber ist natürlich rein optional, muss man nicht machen, weil das Spiel eben auch über 100 Sachen bietet. Und da hat man so einen Unterschied. Zeigen Sie ja zum Glück noch mal ein bisschen was. Also links sehen wir hier einmal so ein Set, was wir in-game finden können, an optischen Item, und rechts sehen wir so ein Shop-Ding. And that kind of thing, that is kind of interesting that when you go into a particular zone in the world and you start collecting loot, you're actually picking up pieces that
are of that zone, so you can actually dress more like a person from that zone. Okay. If you wanted to. Und es wird so sein, die Dinge, die wir im Spiel finden, die werden natürlich auch von der Region, in der wir unterwegs sind, abhängig sein. Und zwar ganz einfach, wenn wir in der Schneeregion unterwegs sind, dann bekommen wir als optische Items natürlich eher pelzige Sachen, halt sowas in die Richtung. Wenn wir in der Wüste unterwegs sind, ist es eher leichte Rüstung. Sort of like a side by side of in-game armor for the barb versus like a shop armor. I just want to one thing. I think it's so Beides funny für den that Barbaren. We accidentally got these really awesome poses. Also in armors, and all the shop armors are just a person standing. Ich muss sagen, so finde ich es tatsächlich okay. Also ich finde jetzt, dass das Ingame-Set nicht großartig schlechter aussieht als das Shop-Set. Shop-Set ist natürlich cool. Hier haben wir es auch nochmal. Auch sehr cool. Wobei, da muss ich sagen, finde ich die Shop-Variante sehr nice. Hier finde ich die Ingame-Variante geiler. Ganz klar. Aber ich finde das gut. So, also auch, dass sie es nebeneinander stellen. Ne? Also was ein Ingame-Set ist und was eben ein Shop-Set ist. Und daran sieht man tatsächlich optional. Ich finde, die Ingame-Sets fallen jetzt nicht großartig zu den Shop-Items ab. Gerade das, was wir eben gesehen haben, da war das Ingame-Ding viel, viel geiler. Und ich finde es wirklich sehr interessant, dass diese optischen Items, die wir finden, auch schon wieder, guck mal, das Ingame-Ding sieht viel nicer aus. Dass die optischen Sachen, die wir finden, regionsabhängig sind, finde ich mega nice. Eben mit dem Hintergedanken, dass wir uns wirklich dann in den zersplitterten Gipfeln halt auch anziehen können, als wären wir jemand, der wirklich dort unterwegs ist. Dann können wir uns schön in den Pelz muckeln und wenn wir dann in der Wüste sind, dann ziehen wir uns den Bikini an. Check that out during Server Slam. You should make sure that you get a chance to play the wardrobe and try dyeing some gear. Yeah. So that's customization. And then one more thing is related to customization, not tied to ja, nice. Also das fand ich gut. Und but you will also be adding new like legendary powers, like I called out before, and also new unique items with every new season. Make sure there's like new builds and ways to kind of like jeder Season wird es natürlich auch neue Unique Items geben. Going to geben. the Eternal Realm as well as the Seasonal Realm, and they're going to be evergreen. They're going to be there after the season is over, which continue to add to the pool. And so speaking of evergreen, like that's true. Like there's potential to add side quests and things like that. Like there's ways to continue to enrich the open Ja, mein world Gott, through die seasons Sets that will haben sie mir actually jetzt halt so stay gezeigt. as people sort of move from the Und season die into sie the mir Eternal gezeigt Realm haben, or to the next season. muss ich sagen, war jetzt 100%. 50-50, dass ich die Ingame-Dinger besser fand. Aber ich warte mal noch ab. Continue to build out Sanctuary. These are things that we're really excited about as a team. And we never actually. I think that maybe that might have been the first time someone's mentioned the Eternal Realm, but like that is the intention, much like Diablo 3, that a seasonal character will be in the season playing everything that we've been talking about so far, and then when that season ends, that character will then move to the Eternal Realm where it will live on, and you can choose to play there, or you can choose for the next season roll a new seasonal character and go again. Yeah, that's absolutely right. So the characters will get merged down in the Eternal Realm at the end of the season, giving you an opportunity to take some of the stuff that they collected over that period of time, and then build a new character as part of the next season. Yeah, there's no reason to feel like to shy away from starting a new character on this season because you will retain all of that progress. Absolutely. But, yeah. Okay, cool. And so what about when we think about when I play the main game outside of a season, we know we have capstone dungeons to be able to change my difficulty tier. We know that at the end there's some mysterious level 100 boss that I want to try to get max out and prove I can beat this level 100 boss at level cap. Like, are there other things within seasons that are kind of like that, or how do I think about that sort of notion about like this sort of looking to the horizon of what I want to do? Well, once again, Rod Ferguson, I couldn't ask for a better tee-up in this case. Let's discuss the idea of aspirational challenges. Okay. Aspirational so with every challenges. season, we want to continue to build upon the end game and the goals that players are going to have for themselves with every season of Diablo 4. And we've got some particularly big ideas as we go through the first couple seasons when the game launches. So with every season, but we do want to continue to add these really, really pinnacle challenges for players to go and engage with. Pickle challenges? Pinnacle challenges. Pinnacle. I honestly heard We all heard pickle zombies challenges. and pickles is Yeah. All right, There okay, we well, go. fair enough. All right, so Throw maybe in some mayo in there. at It's a SummerSlam. sandwich. With this slaw. is the level of respect that Joseph Pipeworth, as the game director, gets. Okay, sie wollen auf jeden Fall mit jeder Season so eine Okay, so so eine basically, Pinnacle, also we so want to make sure eine that we've got these new big challenges for players to go and engage with every
Challenge as auch we go, für we continue to add more depth to this. Endgame-Spieler One thing we want to be very careful about is we're not looking to zufügen. just sort of like arbitrarily continue to make the game longer and longer and longer and longer to play. Right. That's not the goal. Again, we are balanced around hitting level 100, earning your Paragon points, getting all of your legendary unique items. That's the real focus of power progression for the player. We want to provide new and distinct opportunities for players to kind of express that power and new goals in the chase over the course of the season, without necessarily making like just more stuff that you have to go through in order to play the game. So yeah, things we're very excited about. New bosses, new major encounters, new dungeons, Also es wird auf jeden Fall pro Season neue Bosse geben, neue Dungeons, neue große Begegnungen, also ich schätze mal Weltenbosse. Und es geht halt ein bisschen darum, nicht das Spiel immer länger und länger und länger zu machen, sondern eher darum, eben Content um das Level 100 herum zu kreieren. Dass wir eben auf Level 100 unseren Charakter immer weiter optimieren, an ihm rumschrauben, um eben auch den neuen Challenges, also den neuen Herausforderungen gewachsen zu sein. And if it doesn't work, we know it's only there for 3 months. If it does work, hey, maybe we should have it stick around. So it's a great opportunity to try stuff out. Absolutely, particularly as it relates to content too. It's like just being able to bring in like these really tough encounters and different bosses and things of that nature. And then these mechanical features, as we see how they Auf jeden Fall perform and see how interessant. players react to them, we may or may not decide Das to keep them on. sollte Like, dann ja and auch if they're unabhängig particularly popular, von den Season-Charakteren sein. We want to hear from players about what's working, what they're enjoying, and also, what kinds of fantasies they want us to make in the shop. So let us know anything that you want, gameplay or from the shop and battle. Yeah, it's like I said earlier, this is ultimately going to be a conversation. And as we see how players Und man will natürlich auch weiterhin auf die Community hören, also gerade auf das, was uns gefällt an der Season, was uns nicht gefallen hat, auch was den Shop angeht, was gefällt uns im Shop, was möchten wir im Shop haben. Es soll sozusagen eine ständige Konversation mit den Entwicklern sein, damit die dann vielleicht in zukünftigen Seasons Dinge bringen können, die wir uns für eine Season wünschen oder auch Dinge verbessern können, die uns in alten Seasons nicht gefallen hat. We want to make sure that we don't allow balance issues persist so long that they start to kind of interrupt or disrupt that choice that we're trying to provide for players. We don't want like any one particular build to feel so powerful that there's not a reason to play other builds within a season. So we want to make adjustments to make sure that Das ist eigentlich ganz gut. Also sie wollen es wirklich ausbalanciert lassen. Eben, dass es nicht das eine Bild gibt, was dann alle spielen und wodurch andere Fähigkeiten und Fertigkeiten völlig irrelevant werden, weil alle nur auf Meta gehen. Also man will es wirklich, ich weiß zwar nicht, wie sie es machen wollen, aber man will es ausbalanciert machen, sodass eben viele verschiedene Spielweisen funktionieren und ans Ziel führen und man eben nicht sagen kann, okay, wir spielen jetzt alle Meta-Build 1, um eben alles wegzubomben. So. Also mein Hype-Train hat schon 100 km/h erreicht. Ja. I think in the spirit of managing expectations and ripping Band-Aids off, I do think there's something we haven't talked about that we should at least say, knowing that we haven't talked about, which is leaderboards. I think the notion that I think people with Diablo 3 and even like D2R. Es wird natürlich auch Leaderboards geben, wie auch in Diablo 3. In a D2R season is a leaderboard. Also was den Season-Content angeht. Wer hat weltweit die meisten Punkte in Season 1 gemacht, wer ist in der Top 10 und so weiter und so fort. Leaderboards, muss ich gestehen, haben mich nie interessiert in Diablo-Spielen. Aber es gibt Leute, die haben da Bock drauf, von daher why not? So it's definitely on our backlog that is a thing we're working towards, to provide the player community with leaderboards as we move forward through seasons, but it's not something you're going to see in Season 1 and potentially. Wird es allerdings noch nicht in Season 1 geben. Also die arbeiten dran, damit es eben verschiedene Leaderboards gibt, die wir dann in den Seasons bekommen. Wird es definitiv noch nicht in Season 1 geben, aber irgendwann in der Zukunft. We're going to take the time to do them right. We'll bring them on as long as soon as we can. Awesome. Well, I know we have a lot of questions here, and we've been collecting questions through chat and so forth like that. So I did want to go into at least a little bit of Q&A from people in chat. So if you guys Jetzt have gibt es noch mal ein questions, bisschen feel free to throw them in Q&A, chat, and also we'll ein try paar to answer as Fragen many aus as dem possible. Chat. But I know we did touch on this really quickly as we're collecting these Wann questions right wird now. Season 1 When will starten? Season 1 Das ist launch? interessant. Mid to late July. Mid to late July. So, I mean, and the reason Season around the timing 1 is Mitte twofold. bis Ende Juli. One is we want to make sure that we will launch this season, we launch it into the best state the game can be in. To accept that season, we don't, there's
a launch of a game of this scale there can always be some things that we have to work through. Ja, and macht settle auch in. Sinn. Also But two er is sagt just, jetzt again, gerade as nochmal, Joe talked about, natürlich wollen sie die Season you need erst to be launchen, able wenn to das get Spiel through the in dem campaign besten before you start the Zustand season. ist, So by having in enough dem es time in sein the kann. what we call Und the bei so einem preseason. großen Spiel And kann so es in the immer mal preseason, sein, dass nach Launch eben no battle noch pass was because it's preseason, but verbessert there will werden be muss. basically a sort of a Und reduced man scope will shop, natürlich yes? auch, dass ein Yeah, there Großteil are der some Spieler things die you can buy. Kampagne You schon can sort geschafft of hat, wenn get a die sense Season of what we have. 1 There's, startet. Armor sets, mounts, and mount armors, and then there's some other cool things like emotes and headstones. So like if you die on the field of battle, you can leave behind a monument that is special. Pro Season immer ein As neuer was Charakter. said, hardcore players, careful of PvP. When you die, you're dead. Yeah, dead forever. Dead forever. Yeah. So, In the game. in the no. We come to your house. We know where you We live. don't have that kind of budget. I Like thought that was Snow our. Crash. I thought that was our Butcher April Fool's thing. It We is- come it to your is. house and we kill you. True hardcore mode. So that is a popular question that we've gotten where people were confused by like, hey, if you die in hardcore, like, do you come back to life or do you just like start off like with no gear or something Roll like that? again, It's like, start no, again. Yeah, you start start all again. over again. Yeah, Ja, gut, that's- die Frage That's- ist and klar, PvP too. People- But wenn yeah, ihr and that Hardcore speaks to spielt, something also im that, Hardcore-Mode, as we talk about the wenn ihr shop and sterbt, customization, seid one ihr of the things tot. is that Tot, when tot, you tot buy und ihr könnt you know, nicht one of the things wiederkommen that's und sort of kriegt auch different with eure battle Items passes nicht we wieder. talked about is Aber das the- war bei jedem the Diablo so. Ist der armor and those sorts Hardcore-Charakter of things are Charakter class tot, agnostic, ist that er when I tot. buy Wenn er something, tot when I get ist, something in ist the er battle pass, tot. So I can einfach apply ist it to das. whatever class I'm playing. But the shop is different because the shop you can actually target. I can go and say, oh, I want this necromancer look, and it's not, and it doesn't go And across. it's very specific to like the necromancer fantasy. Right, Yeah. but it's not character based; it's account based. So if I, for whatever reason, roll 5 necromancers, I can apply that armor to all 5 of them. Right. All future necromancers that you ever create. any So for necromancer in the the future. infinite rogue like me, it's gonna get. I'm gonna get a lot of value. right. Okay, great. All right, I'm gonna try to pronounce these names, and some of them are easy, thankfully. But I'm gonna try to include people. I was going to say, like, he's like, I'm going to Wow, try this, what but Bob asks. And you're like, good job, Adam. You nailed that one. Pat myself on the back there. So we have a question from Negative Capable. If we get the premium battle pass late, is the favor retroactively applied? It is. Like you will earn the favor, and then it will unlock the tiers that like the Okay, premium das tiers ist auch that, you Klassiker, didn't war aber auch unlock relativ because you klar. haven't unlocked Wenn ihr the den Battle premium battle Pass später Yeah, erwerbt, just so aber everybody can get schon the free track as well. gespielt It kinda habt, makes also the sagen wir progress, mal, like, the whole ihr time. habt The whole time. schon Yeah. Progress When you get the gemacht versions, when you get to get und the kauft Yeah, dann then erst it'll den just Battle suddenly Pass, unlock all dann those, like, locked premium tiers braucht ihr that natürlich you den Battle already Pass went nicht through. von Stufe And 1 just a anfangen, reminder, sondern premium seid an der tiers Stelle, an der ihr just dann eben auch obviously seid. cosmetic Wenn ihr den ones. Battle Pass dann schon auf Stufe 33 gespielt habt und ihr kauft ihn, dann macht es pling, 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 pling und ihr bekommt Zero, alles no bis auf smoldering ash, no Stufe pay for power. 33 natürlich sofort freigeschaltet. Also ihr No, müsst no pay for nicht, power wenn at ihr all. den Battle Pass Exactly, yes. I'm just einen saying there's Monat one nach Release kauft, braucht ihr da nicht But von that's Null anfangen, also, sondern just habt to clarify, natürlich that's dann also schon for the alles season in journey, eurem is Inventar, that if was ihr bis let's dahin say, freigespielt habt. You know, I'm starting a new. I'm not getting the game till much later. It's season 2, and I'm buying the game at season 2. When I play the campaign, in the background, it's tracking the season journey accomplishments I'm doing while I'm playing the campaign. So not everything in the season journey is tied to like sort of open world seasonal play. It's also some things can be accomplished by playing the campaign. Gilt So auch when I für finish, die and I go Season, into also wenn du season, das all Spiel ding, 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 erst ding, ding, später stuff in the holst, season journey will mitten complete. in der Yeah, Season, that's the ist es expectation. so, You don't dass wanna ihr go through that season während ihr journey die more Kampagne quickly than you spielt, start in the campaign. auch You schon might not be able to, Teile like, der finish Season every chapter, freischaltet, go also through der some Season things you Challenge. have to kind of, like, Heißt dann auch nicht, dass ihr ja erst das Spiel durchspielen müsst und dann erst an die Season rangehen könnt. Ihr könnt, während ihr die Kampagne spielt, schon Teile der Season Herausforderungen abschließen. Question from QR code right here. QR, if you would like to. I did not see that when I said that. Now I'm even happier. question from Juck Lax. Around what level will you end up getting to the mount specifically? The problem wasn't the name; it was the Yeah, question it was the itself. question itself. I'm just trying to like word correct. I think that is around level 30-ish. Yeah, it's around Okay, die level 30. Frage war It depends, like, ungefähr, it depends um on welches how Level it's herum gonna be depending bekommen on wir how das you play. Pferd. Are you Yeah. open world playing and Antwort, you're driving up so your level before you Level go to the 30 campaign? Like, werden wir wohl an basically dem Punkt the sein, OC, Yeah. as you wo call wir it, we das use Mount different names for these. bekommen. But the mount is unlocked as part of your campaign progression. Right. So you have to play the campaign
at some point to Also unlock man kann the natürlich map. auch If you schon viel decide, höher I'm gelevelt not sein, wenn touching du the ganz campaign, viel I'm gonna get to Nebenquests level und 100 anderen just in Stuff the open machst. world. You will not unlock that. Aber That's completely true. das Mount freischalten ist an die Kampagne geknüpft. Question Und wenn man from- einigermaßen zügig spielt, roundabout Level 30. Tay2, are you going to move the altars each season? So they're in different locations every single season? Right now, the plan is not to move them every season. That's something we've discussed as a team. We'll see what the feedback is like, but right now we don't want you to have to rediscover the locations every time if you're looking for them, but we'll see how things adjust as we play. Awesome. Not hard for us to do. Yep. And just to mess with you, we might anyway. Maybe now I will. Yeah, exactly. Question from Slimy Saul. People need You committed to we need Great more names. self-esteem in our community. I'm just telling you right now. What about seasonal cosmetics? Are they account bound? They are. So like if you unlock a, I assume you're talking about the shop and battle pass cosmetics? Yeah. Yeah, so if you unlock a armor for your barbarian, all future barbarians that you ever Okay, make. ist and auch klar, on alles Eternal Realm, andere on wäre auch eine Seasonal Realm, Frechheit. Natürlich if dieses you bought all of Seasonal them. beziehungsweise die Battle Pass Kiddo Cosmetics, die man bekommt, Okay. werden Do für ashes alle transfer Charaktere für immer over from previous freigeschaltet. seasons? No. So with every new season, you'll be resetting and starting to go through your Ash collection once again. It's also like one of the things maybe we didn't call it, but like the season, because there's season blessings, there was actually one that was top secret. So there'll be blessing. Those blessings we'll be playing with those. So Yeah. there'll be season specific blessings, and we may mess with what blessings are working or not. Again, it's part of the quality of life. Where we go like, hey, we see this as an issue, or this is not working the way, or we see another opportunity. So this is another place we can play every season. Question from Infernal Odin. Do you need to have the premium battle pass for the blessings? You do not. Yeah, you don't. That's why the that's why ashes the are on the ashes free are track. on the free track itself. So, and you need the ashes for the blessings themselves. And it's, again, there's two conditions. You have to have the favor to get to those free tiers, and you need to have the level requirement so that you, again, so everybody's at the same place kind of from a play perspective. So there's no way to accelerate that and that you're somehow using tier skips to pay for power. You're not. It's because it's on the free track and you have to have a certain level requirement. To be Okay, able also to diese unlock Ashes that, für diese the Blessings, ash also to für be able to diese use in the blessing. XP-Boosts und so, die sind wirklich nur auf dem Free-Track und die oh, kann man this is a long auch name, I'm nicht, not gonna indem try. man sich Stufen kauft, Is every freischalten. season Also two man muss level das one? I thought wirklich that was her erspielen, also nichts Oh, Pay to Win, that is There's a all- question that for was is- das angeht jedenfalls, sondern man muss wirklich every diese season is, Free-Track-Dinger every season erspielen till und kann die 100. nicht erkaufen. I mean, the season is till the point where the player decides they've hit all the goals they have for Till you themselves cry, each season. uncle. But I mean, you are going to start level 1, and you are going to play level 100. You know, if you choose to, with every season. But it's up for a player to choose what goals they want to really go after. Question from Wittels. Will shop items stay in the shop, or will there be limited cosmetics too? Oh, that is a great question. Sorry. So when items, the shop is actually personalized. There's limited shelf space in there, so you'll see a set of items in the shop, and then they'll swap out periodically. So in preseason, once a week on Tuesdays, some new things will come into the shop, some old things will come out of the shop. But when things leave, they're not like put into a vault. They will come back into the shop Okay, fairly frequently. also im Shop ist es Ja. tatsächlich so, es wird immer eine Mr. ausgewählte we actually have a thing like Anzahl, recommended sag for ich you, mal, an Sachen which is geben, one die of man the da things kaufen that's really kann. interesting is Und like es wird when auch so something sein, leaves dass the dann shop, it mal actually goes wieder into a pool Dinge aus dem of Shop things that can be rausgehen, also dem recommended. Echtgeld-Shop, So if someone like Dinge aus dem Hagen Shop is rausgehen, constantly dafür playing kommen Rogue or neue someone rein. like me who's Aber die constantly playing rausgehen, das Rogue, they'll bedeutet actually nicht, say, dass hey, sie you im seem to be Nirvana playing a lot of verschwinden. Rogue. Es Here's wird some so sein, Rogue dass things Dinge, that die maybe you knew rausgehen, or something irgendwann you auch wieder missed previously, reinkommen or, und hey, so there's some weiter. necro stuff. And so it's one of the things that's really nice about the shop is it has a little bit of that, intelligence, and then that has a sort of Yeah. recommendation engine where it can go and say like, hey, I noticed these you seem to be really interested in blood-looking things. Here's a new Und blood-looking thing. der that Shop kind of stuff. ist So eigentlich I ganz think interessant. it Der would ist be a nice way to keep the shop personalisiert. fresh and interesting Ein bisschen and so wie actually eure service the Amazon person. So Homepage, just to sag be, ich mal. so in the recommend for Das you, heißt, like, wenn, Hagen's thing, her also shop may es ist look ein different intelligenter with Shop, Rogue, wenn der sieht, okay, as mine would du be filled with spielst necros eigentlich potentially. I mean, nur there'll be, Totenbeschwörer You'll get a mix, und du right? kaufst It'll meistens we wanna make blutverschmierte sure that the Dinge, shop is, dann wird dir im Shop serving you halt things that are actually hauptsächlich interesting to you. Totenbeschwörer-Stuff and that we're not, angezeigt, like, forcing you beziehungsweise to
vorgeschmierte Rüstung. Also es soll so ein bisschen intelligent auf deine Käufe reagieren, wenn du denn Bock auf Mikrotransaktionen hast. And the shop is trying to show you things that you want to buy. Yeah. Right. But there are, like, it's not just that section. where Genau, things are being recommended. das You könnte also Sie auch interessieren. class-specific areas. So Sie even haben if I'm zuletzt playing diesen Necro, Artikel I'm really gekauft. I'm about to go Das play könnte Rogue, Sie I'm auch gonna go look interessieren. at the Meistens Rogue. ist es aber dann irgendwie That stuff's all Blödsinn. there too. It's not Immer like I'm schön, gonna wenn go man to the stuff für that's recommended. Bekannte, I die can ein Kind bekommen haben browse oder the so ein shop as well Babyspielzeug and kauft other und dann classes and such. wochenlang nur Babyspielzeug angezeigt bekommt Do bei you lose Amazon. all season progress when a hardcore character dies? So the things you complete in the season journey are all account bound. So you won't lose that progress. Also, But the wenn things ein you collect on Hardcore-Charakter characters, stirbt, stuff like verlierst du natürlich nicht deinen if you Season happen to find, like, Progress, really also gear or deinen something, Season you're wearing it Fortschritt. there, gone. Der ist It's gone. accountgebunden. But your- Das hat your- nichts the mit dem chapters you've unlocked or the Hardcore-Charakter favor zu you tun. earn. Der Yeah, Hardcore-Charakter that ist dann also- vielleicht tot, absolutely true, aber absolutely true, yep. der Season-Fortschritt yeah, bleibt that is true. natürlich. And then this is actually something that we should clarify here because someone Tesday was asking. I'm missing something, or Ashes. Is it still a pay-to-win mechanic since you can advance 20 levels on the pass by paying? The thing that you may not caught was that there is a secondary requirement, which is you have to get to a specific level. That's right. If to unlock that specific ash and So use even that. if you bust through those first 20 tiers by buying the accelerated pass, you won't have met the secondary level requirement on the free tiers that have smoldering ashes in them, so you won't be able to unlock them faster that way. Yep, exactly. Okay, also Funny question from vielleicht doch ein Tactica. bisschen Pay-to-Win, wenn ich es When will jetzt we get richtig Rod verstanden Cookie in the habe. shop? Also diese Ashes, ne, die in dem Free Pass drin sind, die schaltest du natürlich einmal über die Levels frei, aber die haben noch eine zweite Voraussetzung, um es freizuschalten. Und ich glaube, ich habe dann eben, als sie das Bild gezeigt haben, sowas gesehen wie, dafür musst du Level 20 haben, dafür musst du Level 30 haben. Also du kannst schon dann natürlich ein bisschen beschleunigt an diese Ashes und damit an diese Vorteile kommen, wenn du zum Beispiel die ersten 20 Stufen kaufst und schon einen Charakter hast, der eben dieses Level hat. Also vielleicht, also nicht Pay to Win, aber so ein klein bisschen Pay to Progress. People like it, so we need to bring it back in the shop and get more stock. So that's where we are. Let's see. There is a question regarding when you skip the campaign. This is from Master Barbarian. You're probably playing Barbarian. It's not guaranteed. Shocker. When you skip the campaign, what level do you actually start at? Level 1. Level 1. Every character you make in Diablo 4 is going to start at level 1. Okay, and I think I answered this wrong on Twitter, so you can correct me. When someone asked me when you skip the campaign, where do you start? I knee-jerk said you start in the cave, and that's not true, right? When you skip the campaign, you start in Kyovashad. Yes. So for Okay. season 1 and for the preseason, when you always skip Das the ist campaign, you start in nochmal Kyovashad. interessant. Might not always Also be wenn du die also haben wir ja vorhin schon besprochen, wenn man die Kampagne einmal durchgespielt hat, kann man sie fortan mit jedem Charakter, den man neu erstellt, skippen. Also man braucht die Kampagne nicht mehr spielen. Allerdings startet trotz alledem jeder neue Charakter auf Level 1. Es ist nicht so, dass du die Kampagne skippst und dann gleich einen Level 100 Charakter hast. Jeder Charakter startet auf Level 1 und wenn du die Kampagne skippst, bist du halt nur direkt in Kyovashad. Yes, there are some mounts and other things you can collect, like trophies, and certainly like titles and things along those lines that you will get from overcoming particular challenges throughout Diablo 4. So there's plenty of stuff to actually collect as well, not just even just like finding gear on the ground and picking it up and salvaging it. There's other things you'll get as like achievement level rewards for having completed certain kinds of content. And seasons will have new titles and new things like that. Yeah, seasons can have like new titles and like again the aspects or things you'll be collecting as you play. And then this is a question about the server slam stuff, which was if they had the open beta app on PlayStation, do they need to download a different one? The answer is no, you won't. Here in like the next couple minutes or so, you will be able to 2 minutes. Well, two-ish. Okay. Also nochmal, in ungefähr 2 Minuten geht der Preload los für den Server Slam. Entweder Update, wenn ihr den alten Client noch habt, oder ihr könnt es direkt komplett downloaden. And apply all the changes. But it's a fresh start. You're starting at level 1. Yes, all your characters from beta do not move over with this server slam. You will have to start
fresh start characters. And to be clear, like one good thing is this is a third opportunity to get. If you didn't get your wolf puppy pack, this is another opportunity. So if you reach level 20 with any character during Server Slam, Okay, you have und 48 natürlich hours to haben do wir it auch schon and Server Slam probably nochmal not die done on Friday Möglichkeit, with a dieses little Wolf-Baby-Paket zu Level bekommen. 20 to get your Können wir beta machen. puppy Übrigens, pack. And then we have a new 226 reward Zuschauer. around Wenn ihr Bock habt, defeating gerne Shava noch at einen level 20. Daumen da lassen So für and it has to be meinen level 20. And so, unendlichen Übersetzungsdrang, den ich hier an den Tag lege. It's like a card Being game. revealed. Ich hoffe, Wait, das wait, unterhält wait, euch ein wait, bisschen. wait, Also wait. wenn es It's gefällt, super clear, though, as I've würde had ich mich this natürlich question. It is sehr not the über ein horse Däumchen or the freuen. horse's Da sehen wir armor übrigens auch or the nochmal horsey die or the pony. neue It is Trophäe, actually die the wir claw on jetzt the back nur of im the Server Shava. Slam The cry of bekommen Shava können. or Gab es in Shava? den The alten cry of Betas Shava. noch The cry nicht. of Shava. I mean, if you Diese were too Ashava, flawed, you would cry die heißt too. Ashavas But Träne, irgendwie you sowas. have to beat Ashava at Dafür level 20. müssen If you wir beat Ashava im at Server level Slam 19, Ashava auf you'll be Level the one crying, 20 not Ashava. So, besiegen. that Und was zwar just auf me. Level 20. But what Level if I have friends who 19, can, like, keine carry Trophäe. you through the Level combat and 20, just go to Ashava level 9? besiegen. You have to be level Dann 20 to gibt's get the claw. für den You can beat Release-Titel Ashava, but diese don't be schöne that person. Trophäe There's für a lot euer of Pferd. people who need another level 20 to show up. Like, do not, if you go early, you're just bringing the team down. Don't go early. Get to level 20. It's not that hard. And then represent. And then you'll get the cool new mount trophy. And it's an example of one of the other cosmetic types we have is mount trophies, but a lot of it is around achievements. Like we have stuff for PvP where you can demonstrate like I'm a badass who kills other players, and so you can have a certain mount trophy for that. So it's a cool new reward. It's just we want people to go in, and so you'll have 9 chances. So what we've done is the game Server Slam will start on Friday at 9 a.m. and then, sorry, at noon. Hallo Chamber. I apologize. Friday at noon, the game ja. Server Slam will start. Chamber and hat then you den basically have till Saturday at Dead 9 a.m. Island to 2 get to Key level gewonnen. 20. And then at 9 a.m. Ich hoffe, we es start macht dir Ashava Spaß. every Also 3 hier hours. gibt es So nochmal based on alles that, in you'll der have 9 Übersicht, aber das chances, kennen wir natürlich to schon. kill Ashava. So those are your windows of Ne, opportunity. So die ganzen highly Titel, die es in recommend den you spend Betas gab, Friday können wir getting nochmal to bekommen 20 mit and Level then 20 Saturday, beziehungsweise mit Erreichen trying to von kill Kyowa Ashava. Shad. And Das please Wolfpack get können wir to mit 20 Level before you 20 don't kriegen, do that. Cry auf Ashava, there's Level a 20 und lot of time Ashava to get to besiegen 20 und and a ab lot more dem opportunities now 13. Mai compared to um even 9 the beta, Uhr where, PT, Ashava also ich only weiß nicht spawned genau, wann 4 das bei times uns that ist, level wird 20. Ashava Right now you alle have a lot 3 more opportunities to Stunden actually take down spawnen Ashava. bis It is more of a zum challenge, as we 14. said Mai before. um Legendaries, 9 level am cap. PT. Yep, Das bedeutet 24 Stunden lang alle 3 Stunden die Möglichkeit, Ashava zu besiegen und sich die Trophäe zu holen. No shame, none at all. One last question before we will wrap up, because this gives an opportunity for people to start downloading Server Slam, which is when you spend Smoldering Ash, can you re-roll that Smoldering Ash like onto like different blessings and so forth? Like, can you unspend it? Can you unspend it and put it on other blessings? Honestly, I'll have to follow up with I design. will follow up on that, Oh, there we go. and I will provide an answer You on that. stumped us. Okay, die Frage war, diese Ashes, die wir bekommen für die Blessings, also für die XP-Boost, Gold-Boost, bla bla bla, kann man das Ganze noch rerollen, wenn man es einmal benutzt hat. Das wissen sie noch nicht. 18 Uhr bei uns, alles klar. Dankeschön. Auf den Chat ist mal wieder Verlass. Also, Ashava ab dem 13. Mai, 18 Uhr, alle 3 Stunden bis zum 14. Mai, 18 Provide Uhr. all your feedback on the forums. We'll be reading forums, Reddit, social media, and so forth. Yeah, I think we should also. Da haben wir nochmal das süße Wolfpack. Das ist echt I sweet. was working last time, I didn't get the puppy. Irgendwie bis jetzt das einzige I was Goodie, working. der einzige Gegenstand, den ich gesehen habe, der irgendwie nicht in die Welt passt, weil er sweet ist. To be clear too, like I just want to again, as we talk about the realities of development, you know, I feel like the team Der Slam did an amazing job startet responding to Freitagabend, feedback on 21 Uhr. the, Genau. Open beta and being able to make all the changes that made for the dungeon and the font and all the stuff all the great feedback we had. And we still want that same Und feedback. 18 Uhr coming off am Server Slam, but Samstag please geht recognize Ashava the game los. went gold a little while ago. We are Also 22 der days away Weltenboss. from launch, so Alle our 3 ability to Stunden, respond in a really 24 big way Stunden to lang. feedback is going to be somewhat limited as we're kind of coming in to land this airplane, if you will. So we're doing our best, So, and we're Early going to respond Access, as best we can. 22 But just in Tage terms und of the knapp 4 scope of Stunden. changes, like, Dann we were geht able to der do a lot Early coming off of Access beta, los. Probably less off Server Slam. This is really meant to be, hey,
we're getting ready to go live. We want to make sure our servers are ready for Also that. And so Server this is what Slam this is auf about. jeden We still want Fall your feedback. auch I'm just hier saying, bei mir auf dem manage Kanal. expectations. Streamen wir ein You may see bisschen, the schauen result- uns das results Ganze of that natürlich feedback nochmal an, more haben ein bisschen towards Spaß, season können ein bisschen one or quatschen. such. So just something to be Ich aware. werde zusehen, dass ich an dem Yeah. Wochenende So, wirklich mal öfter streame lots coming als up here this gewohnt, dass weekend. wir Lots wirklich coming ein up bisschen before was launch sehen. as well, for Diablo 4. Ich We're habe Bock, obviously really excited. wobei This is ich actually, I mittlerweile will auch note, schon ein this is bisschen our die Befürchtung last habe, developer das ist update dann das live stream 10. Mal, dass ich durch before die launch. zersplitterten We will Gipfel continue laufe, these. dass Even if ich it's zu just you by Release die yourself, we're zersplitterten talking- Gipfel I schon will nicht mehr just jump sehen on a kann. camera and deadpan for 1 Walking hour. over to Starbucks on your I phone. Yeah. imagine we'll be talking a great deal. Yes. We We've will already be talking. spoken quite a great deal. And there's more. There's plenty more where I that haven't came even from. said a fraction of what I could say. I mean, that's what it is to be paid by the word. Yep, it's true. And just another reminder that all the topics that we discussed today regarding seasons, battle pass, and shop, and so forth, those are actually going to be available on Diablo4.com. We'll have a blog up immediately after this stream, so people can actually take a look there and get more information or read more information if you happen to just jump in halfway through or something like that. Yeah. Or we spoke too fast. Or yeah. And you want to read it at your own pace, then that's a good place to go to do that. Side-eyeing Joe the whole time. I appreciate you, Joe. I appreciate Joe. We all appreciate Joe. Joe's great. And at the same time, the Server Slam information, we have a blog up for that as well. And that, again, starts at noon Ja, Mensch. Pacific Also, time. May was 12th. Noon. bleibt Yes, zu noon. sagen? Right War on. auf jeden Pacific Fall time, May wieder. 12th. So we hope to Dann see you kannst du guys die there. In Gipfel the im US, Schlaf Mother's schlecki. Day Ey, weekend? Mother's Day Like, wie gesagt, Blessed Mother's Day weekend? Blessed Mother's Day weekend in the US Mich- and mich, in some participating countries. nervt's dann ja that wirklich have not irgendwann, already wenn ich celebrated zigmal Mother's Day. I dasselbe know, that's spiele. like, yeah. Or will celebrate Aber Mother's Day at a different date. But yes. Kriegen wir schon hin. Ist But yeah, Diablo. thank you guys Machen wir. again for tuning in for another Diablo 4 Ja, developer cool. update live stream. Thank you again to this wonderful panel. Of Vor allem yes, Schlecki Rod, wird zum Kagan, Release Joe. wieder alles zurückgesetzt und We man muss are nochmal von super vorn beginnen. excited for launch, Ja, Diablo 4, ist Server Slam echt this so. weekend. Wird ein bisschen Rod actually anstrengend, has a special aber treat for machen us wir here. trotzdem. Ich mache hier schon mal ein bisschen leiser. War auf jeden Fall wieder super sympathisch. Also die Blizzards da, die Diablo-Menschen, kann man sich wirklich immer gut geben. Ich fand es tatsächlich sehr interessant, diesen Stream, weil die Seasons wirklich endlich mal vernünftig, explizit erklärt wurden. War ja vorher nicht so viel bekannt und ich finde, es ist tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes zu den Seasons aus den beiden Vorgängern, also aus 2 und Diablo 3. Das mit dem Shop, muss ich sagen, finde ich okay, so wie es ist, wenn es denn so bleibt, wie sie hier gezeigt haben. Weil ich fand die Sachen, die wir gesehen haben, da fand ich die Shop-Items jetzt nicht optisch irgendwie so herausragend, also so überkandüdelt, dass man wirklich sagen müsste, okay, ich muss jetzt in den Shop gehen, sonst sehe ich aus wie der letzte Penner. Ich fand, die Ingame-Sachen waren auch sehr nice, teilweise nicer als die Shop-Sachen. Battle Pass ist okay, so wie er ist auch eben nicht Pay to Win. Ganz dezent haben sie eben doch zumindest Pay to Progress reingebaut. Kann ich aber mit leben. Finde ich jetzt nicht so super dramatisch, wenn es dabei bleibt. Also wenn es eben wirklich dabei bleibt, dass man eben dann ein bisschen schneller an diese Aschen rankommt und dadurch einen XP-Boost bekommt, ja mein Gott, ist es Pay to Progress, aber eben nicht Pay to Win. Sollen sie machen, ist okay. Ja, war ein netter Stream. Danke auch an euch, dass ihr so zahlreich wieder mit dabei wart. Wenn ihr mögt, gerne jetzt noch mal einen Daumen da lassen. Wenn ihr Bock habt, natürlich auch gerne Kanalmitglied werden, um den Kanal ein bisschen zu supporten. Mir hat es wieder super viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, definitiv Freitag Server Slam, Freitagabend. Machen wir dann auf jeden Fall noch mal live. Gibt es eine Zusammenfassung? Ich denke mal, ich muss mal gucken. Ich bin morgen tatsächlich nicht im Lande, also nicht hier zu Hause. Muss ich mal schauen, ob ich heute Abend noch eine kurze Zusammenfassung mache oder morgen früh noch. Ja, ansonsten den ganzen Stream noch mal gucken. Aber ich denke, ich werde noch eine Kleinigkeit dazu machen. Ja, danke fürs Zusehen.
Ich hoffe, wir sehen uns Freitagabend zum Server Slam und am Wochenende generell zum Server Slam. Macht euch noch einen schönen Abend, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.